Immer wieder fragt ihr mich, welche Businessbücher ich besonders empfehlen kann, und im heutigen Video will ich euch 10 Bücher vorstellen zum Thema Business, Geld, Erfolg, die ich mindestens 5-mal gelesen habe. Ich habe natürlich sehr viele Bücher zu Hause, ich würde sagen über 1000. Die meisten davon habe ich kurz überflogen, 200 habe ich wirklich intensiv gelesen und dann gibt es einige andere, die ich tatsächlich laufend und immer wieder lese, viele von ihnen über 5-mal. Heute möchte ich euch 10 Bücher vorstellen, die ich mindestens 5-mal gelesen habe. Da stellt sich natürlich gleich die Frage, wie schaffst du das? Wie kannst du so viele Bücher lesen? Nun, also ich verwende natürlich vielfach auch Audiobooks. Wenn ich also dann draußen bin, vielleicht eins meiner Kinder spazieren fahre oder auch die Küche zu Hause mache oder sonst was, höre ich eben in ein Audiobuch rein und finde somit Zeit, immer wieder noch Bücher zu lesen, auch wenn die Zeit natürlich wie bei jedem von euch sehr knapp bemessen ist. Ganz klar, es gibt natürlich tausende von Büchern, die totaler Schrott sind, vor allen Dingen hier in der Business, Self-Help und Erfolgsszene. Da gibt es sehr viele sogenannte Snake Oil Salesmen, die versuchen, euch hier irgendwie Kurse und so weiter zu verkloppen. Das beste Beispiel vielleicht Rich Dad, Poor Dad, was für ein Schrottbuch. Aber dazu werde ich vielleicht mal ein eigenes Video machen. Heute jedenfalls meine 10 Lieblingsbücher oder jedenfalls Bücher, die ich mindestens 5-mal gelesen habe. Ganz oben auf der Liste steht 80-20 Sales und Marketing von Perry Marshall. Er führt also dieses Pareto-Prinzip, das wir ja alle kennen, zum Beispiel, dass 80% deines Verkaufs von 20% deiner Kunden kommen, auf ganz neue Höhen und überträgt das letztlich auf ganz viele Bereiche vom Sales und Marketing. Also zum Beispiel, wie viel du eigentlich deiner persönlichen Zeit hier einsetzen solltest für verschiedene Aktivitäten. Denn auch was deine persönliche Zeit anbelangt, gilt natürlich das 80-20-Prinzip. Perry führt das dann also noch sehr weit und sehr viel detaillierter aus. Das Buch ist von 2013. Ich kenne Perry persönlich seit 2006, war schon auf vielen seiner Kursen, war auch in seinem Mastermind, in seinem Roundtable. Ich kann ihn dir sehr empfehlen. Er ist sehr kompetent und auf jeden Fall hat er einiges zu sagen, nicht nur, wenn es ums Thema Sales und Marketing geht. Buch Nummer 2, wie man Freunde gewinnt und Menschen beeinflusst, von Dale Carnegie aus dem Jahre 1936. Ein echter Klassiker, ein zeitloser Ratgeber, der Techniken zur Verbesserung zwischenmenschlicher Fähigkeiten vorstellt. Vielfach wurde ja hier dem Buch vorgeworfen, dass es hier um Manipulation geht. Das ist aber überhaupt nicht so. Das Buch zeigt ja einfach, wie du dich selbst verhalten musst, damit du dich hier im Umgang mit deinen Menschen gut zurechtfindest. Also so ganz nach dem Motto, was du in den Wald reinrufst, so kommt es auch zurück. Buch Nummer 3, Der Fanatiker von Eric Hoffer, ein Buch aus dem Jahre 1951, untersucht die Psychologie von Massenbewegungen und das Verhalten ihrer Anhänger. Ein Buch, das, wie ich finde, immer wichtiger wird, gerade auch zu unserer Zeit. Ein Buch, das dir hilft, vieles zu verstehen, was in unserer Zeit gerade passiert, das dir nicht nur hilft, ein besseres Business zu machen, sondern das dir auch hilft, bessere Entscheidungen zu treffen für deine Investments und andere strategische Geschäftsentscheidungen. Buch Nummer 4, Unbegrenzter Wohlstand von Paul Zane Pilzer aus dem Jahre 1990. Dieses Buch beschäftigt sich mit den Prinzipien, die zu persönlichem und geschäftlichen Reichtum führen und argumentiert, dass durch Innovation und Unternehmertum ständig neuer Wohlstand geschaffen wird. Es gibt also eigentlich keine Knappheit. Wir müssen uns eigentlich gar nicht streiten um die Dinge. Wir sollten eine Philosophie dessen haben, dass ständig mehr möglich ist, mehr Reichtum für alle, wenn wir nur entsprechend innovativ sind. Also eine Verknappung ist im Grunde die falsche Strategie und die falsche Denkweise. Ein sehr interessantes Buch, wie ich finde. Buch Nummer 5, Winning Through Intimidation von Robert Ringer aus dem Jahre 1973 bietet eine unkonventionelle Perspektive auf den Erfolg im Geschäftsleben und teilt Strategien, wie man durch Selbstbewusstsein und eine starke Präsenz im Business-Alltag bestehen und gewinnen kann. Sehr wichtiges Buch. Das sind sehr wichtige Themen. Wie musst du nach außen hin auftreten? Wie nehmen dich andere wahr?
Wie kannst du diese Dynamik zu deinem Vorteil nutzen? Buch Nummer 6, ein weiterer echter Klassiker, Die 7 Wege zur Effektivität von Stephen R. Covey aus dem Jahre 1989. Er ist ja leider viel zu früh gestorben, der Stephen R. Covey vor einigen Jahren. Ein sehr einflussreiches Buch, das 7 Gewohnheiten vorstellt, die Menschen dabei helfen sollen, persönlich und beruflich effektiver zu werden. Du siehst, da gibt es schon ein Thema hier bei den Büchern. Es geht im Grunde darum zu sagen, was muss ich selbst tun? Was kann ich an mir selbst verändern, um mich zu verbessern, um hier bessere Ergebnisse zu erzielen, um meine Zeit besser zu nutzen? Hier auch ganz stark natürlich Stephen R. Coveys Buch zu nennen. Buch Nummer 7, Wie man reich wird von Felix Dennis aus dem Jahre 2006, gibt Einblicke in die Denkweise und Strategien, die zum Reichtum führen und teilt praktische Tipps, wie man Vermögen aufbauen kann. Ein sehr unterhaltsames Buch hier. Felix Dennis war ein britischer Zeitungsverleger. Er hat so ein paar Computermagazine hier ganz nach oben gebracht, hat dann nachher sein kleines Imperium erfolgreich verkauft. Es ist wirklich ein sehr lustiges Buch. Er beschreibt ja wirklich sehr hautnah, wie er von sehr bescheidenen Anfängen hier eigentlich dann zum großen Erfolg und zum großen Geld gekommen ist. Ein Buch, das ich unbedingt jedem empfehlen kann. Hier wird letztlich keine Show geboten. Hier wird keine Maske aufgesetzt. Er zeigt dir wirklich, wie man reich wird, zumindest wie er es persönlich gemacht hat. Ob das dann natürlich auf jeden übertragbar ist, ist natürlich eine komplett andere Frage. Buch Nummer 8, Besser als gut, Better Than Good von Zig Ziglar aus dem Jahre 2006. Es motiviert Leser, ihre Leidenschaften zu finden und ein außergewöhnliches Leben zu führen, untermauert durch persönliche Geschichten und Anekdoten. Ja, Zig Ziglar muss man lieben. Ich habe mich zuerst mit ihm auseinandergesetzt, als ich nach Amerika umgezogen bin. Er hat ja so die typisch amerikanische Geschichte, den amerikanischen Traum, den er so in vielen seiner Vorträge vorgetragen hat. Er ist ja wirklich ein ganz genialer Live-Sprecher gewesen, der dort auf die Bühne den ganzen Saal in seinen Bann gezogen hat. Und allein schon es zu hören als Audiobuch ist sehr lehrsam und man kann allein schon lernen, wie er letztlich hier in der Öffentlichkeit spricht und welche tolle Anekdoten er hier erzählt, um die Leute in seinen Bann zu zielen. Ein sehr unterhaltsames Buch, kann ich jedem nur empfehlen. Buch Nummer 9, Das Leben und das Schreiben von Stephen King aus dem Jahr 2000 ist eine Mischung aus Autobiografie und Leitfaden für angehende Schriftsteller, in dem King Einblicke in seinen Schreibprozess teilt und wertvolle Ratschläge für das Handwerk des Schreibens bietet. Wenn du, so wie ich, viel liest und auch natürlich viel schreibst auf Webseiten, Newslettern, E-Mails und so weiter, dann kann ich dir sagen, ist dieses Buch absolut genial. Es zeigt einmal, wie wichtig eigentlich das Schreiben ist und was es eigentlich bedeutet, schreiben zu können und wie man auch dorthin kommt. Ich kann es wirklich jedem, der schreiben muss, beruflich oder auch der gerne schreiben möchte, privat, nur empfehlen. Es ist absolut unterhaltsam und absolut genial. So, Buch Nummer 10, da haben wir die 4-Stunden-Woche von Tim Ferriss aus dem Jahr 2007. Ein geniales Buch von Anfang bis Ende. Er war dort tatsächlich seiner Zeit ein paar Jahre voraus. Heute ist er mehr oder weniger seine Arbeitsweise Standard bei vielen, die digital Nomaden sind und hier durch die Welt ziehen und virtuelle Unternehmen haben. Genauso genial wie das Buch ist natürlich auch die ganze Art und Weise, wie er das Buch verpackt und verkauft hat. Der Buchtitel The 4-Hour Workweek ist letztlich daraus entstanden, dass er verschiedene Buchtitel getestet hat mit Google AdWords. Und dieser Titel hier hat sich dabei behauptet und dann hat er diesen Titel überall verwendet, auch für sein Buch. Ein absolut geniales Buch. Ich kann es nur empfehlen, auch wenn es zum Teil natürlich nun schon ein bisschen veraltet ist. So, das waren 10 Bücher, die ich mindestens 5-mal gelesen habe. Es gibt natürlich noch andere Bücher, die ich auch 5-mal gelesen habe. Die können wir vielleicht in einem anderen Video behandeln. Genauso eben wie die Bücher, die ich dir auf keinen Fall empfehlen würde, die du nicht lesen musst, weil sie totaler Ramsch sind. Was denkst du über diese Liste? Findest auch du einige dieser Bücher gut? Welche weiteren Bücher kannst du empfehlen oder ist Lesen deiner Meinung nach überhaupt nicht mehr wichtig? Sollte man nicht mehr lesen, sollte man sich die Zeit sparen, kann man sich das Lesen schenken. Es würde mich freuen, von dir zu hören. Schreib mir mehr in deinen Kommentaren. Wenn auch für dich der geschäftliche Erfolg eine Priorität ist und du im Ausland weiter erfolgreich sein möchtest, vor allen Dingen auch damit, dass du deine Steuerlast hier radikal reduzierst und optimierst, dann würde ich mich freuen, mit dir im Beratungsgespräch zu sprechen.
Das genau machen wir nämlich seit fast 20 Jahren hier mit unseren Mandanten, die ins Ausland umziehen wollen. Den Link packe ich hier in die Beschreibung mit hinein. Ich würde mich freuen, über dein Auslandsvorhaben im Beratungsgespräch sprechen zu können. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.